Here we go. Mourinho ist zurück bei Real Madrid. Arda Güler hat ein Transferangebot. Endrick ist zurück in Madrid und Abschied von Dani Carvajal. Da wollen wir mal drüber sprechen. Hala Madrid. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Dennis. Jetzt, here we go. Das war natürlich oder ist ein Post von Fabrizio Romano. Ja, und wer ihn kennt, wenn er sowas postet, dann ist es meistens 98% so, dass es passiert, oder ist es sogar 99 oder 100%. Kurz danach meistens wird das bekannt gegeben. Dadurch, dass die Saison noch läuft und wir kennen ja Real wird vorher nichts bekannt geben. Sie haben angeblich sich, ja, verbal oder normal, sage ich mal, entschieden und es fehlen die Dokumente noch et cetera pp. Ja, was halte ich davon? Oder wir fangen jetzt auch mal mit Mourinho an, bevor wir zu Arda Güler kommen und so weiter. Das Ding ist, ich hatte ja schon mal gesagt, also er ist der Maestro, der Special One. Ja, das mag alles sein. Das Ding ist nur, er spielt, ich habe das schon in meinen letzten Videos gesagt, er spielt anders als vorher. Vielleicht ist es auch seine Rückkehr, damit er wieder der große King wird. Ich habe einen besten Freund, der ist Fenerbahce-Fan sein, Leben lang schon und, er war immer Fan von Mourinho, nur er war nicht zufrieden bei Fenerbahce mit ihm, weil er einfach nicht mehr so aufstellt oder so spielt, wie er das früher gemacht hat. Nun ist die Frage, er hat natürlich 'ne andere Mannschaft mit Real Madrid. Ich will jetzt nichts vorweg sagen, aber er wird stark anfangen, aber könnte sein, dass er auf jeden Fall dann nachlässt und dann wird wieder Schwierigkeiten vielleicht kommen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe natürlich nicht, weil mit Mourinho kann man nicht einfach hier als Spieler und so weiter und so fort. Allerdings, ich möchte jetzt nicht auf die Gerüchte eingehen wen er da mitbringen möchte, oder ob das jetzt gut ist. Ich weiß nur, die 3, die jetzt im Raum stehen oder 4, jedenfalls die 3 an Anfang, die als Erstes schon in meinem Raum standen, das ist jetzt auch nicht wirklich das Gelbe von Ei, würde ich sagen. Und überhaupt, also na ja, lassen wir es mal so stehen. Deswegen möchte ich da erstmal gar nicht drauf eingehen, weil ich glaube, wir haben jetzt ganz andere Probleme, dass erstmal ein Mourinho zurückkommen muss und dann auch das zu 100% bestätigt worden ist und so weiter und so fort. Und, ja, ich finde es gut natürlich, klar, aber ich hätte auch Kroos, ja, Kroos kommt ja auch zurück, aber ich meine, ich hätte gern Klopp gesehen. Die Frage ist, wen die Spieler mehr, sage ich mal, wo die mehr eigentlich sollten die vor jedem Trainer Respekt haben. Das haben sie leider nicht. Das wissen wir, das Ego von Mbappé, was passiert mit denen und so weiter. Da will ich heute nicht drauf eingehen, das habe ich jetzt so oft gesagt, aber ein Jürgen Klopp wäre auch nice gewesen. Aber anscheinend sieht so aus, als wenn sie Special One auf jeden Fall, ja, zurückkommen. So, das erstmal zu Mourinho. Da kann ich nicht weiter was zu sagen. Erst muss es bestätigt werden, aber, ja, es ist zu 99, wenn, Fabrizio Romano das, postet, ist es ja so gut wie durch und dementsprechend ist das Special One dann wieder zurück. Gestern war das noch nicht so, wo ich mein Video rausgebracht habe, da habe ich das erst dann nachgelesen. Und ja, gut, dann ist das so. Da ging es auch mehr um Alonso, ne, wegen Shades und so weiter. Könnt ihr gerne noch mal das Video anschauen. Und wenn ihr Bock habt und mich immer noch nicht folgt, dann macht es jetzt. Wir sind auf dem Weg ganz steil, schnell auf die 4000er in der kurzen Zeit. Und ja, ja, here we go. Also der Special One ist zurück. So, und jetzt kommen wir zu Arda Güler. Oder bevorzugen wir erstmal, nein, wir gehen erstmal nach Dani Carvajal ganz kurz. Dani Carvajal, ja, geht und verlässt uns. Jetzt habe ich die Bilder hier wieder vergessen, die ich einblenden wollte. Jetzt lassen wir es so. Er verabschiedet sich von uns nach so vielen Jahren und ich glaube 23 Titeln. Es ist natürlich schade. Er bereitet jetzt alles beim letzten Heimspiel für den Abschied vor. Ja, habe ich mir fast gedacht, dass das so kommt. Ist ja auch, ja, klar, der nächste oder die letzte große Legende von uns, der lange bei uns war, verabschiedet uns. Wäre natürlich cool, wenn Toni Kroos wieder zurückkommt, die Legende. Ja, ich wünsche ihm alles Gute und er hat schwere Verletzungen gehabt, aber er war einfach immer stabil und, ja, eigentlich muss ich zu Dani Carvajal ja eigentlich nichts weiter sagen, außer vielen Dank und ja.
Ich glaube, er wird uns fehlen, auch er. Ja, und dann noch mal ganz kurz zu Endrick. Endrick ist zurück in Madrid, das halte ich jetzt kurz. Ja, es hieß ja so, er hat ja keinen Bock auf Madrid, aber ist doch klar, er muss zurück und ich glaube, wenn er wieder hier ist und er kriegt wohl von The Special One, wenn Mourinho, denke ich mal, wird auf ihn zählen. Und dann wird er wohl auch spielen. Und ich glaube auch, dass Perez das jetzt gesagt hat, dass er auch eine wichtige Rolle bei uns bekommen wird. Also Endrick ist wieder zurück, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist schon gelandet und so weiter und so fort. So, jetzt kommen wir zu Arda Güler, der hat ein Transferangebot bekommen. Yes. Ohoho. Aber Mourinho, ja, also so wie alles spricht, wird Mourinho natürlich auf ihn zählen und das ist auch ganz klar. Und dann kommen wir endlich vielleicht zu einem Trainer, der sein Potenzial kennt und sieht und feiert. So sieht es aus, wie wir alle hier, vor allen Dingen meine Freunde aus der Türkei, die ja viel, ja, richtig da drin sind in Arda Güler, Hype und so weiter und ihn schon länger kennen, genauso wie ich von Fenerbahce und er muss einfach immer spielen und er wird unter Mourinho, jawohl, denke ich, immer spielen. Aber es geht um das Angebot. 80 Millionen haben, wenn ich, also laut Internet und das, was ich gestern auch bei YouTube noch irgendwo gesehen habe, aber nicht aus Deutschland, 80 Millionen sollen die Araber für Arda Güler geboten haben. Natürlich wird das nicht angenommen. Die sollen sich mal lieber jemanden holen, der älter ist. Lewandowski ist doch frei. Holt euch Lewandowski, ein Arda Güler steht einfach nicht zur Debatte und ist unverkäuflich aktuell. Und ich hoffe für immer, wenn der Junge natürlich fit und stabil bleibt. Ja, was haben wir eigentlich anders erwartet? Nichts. Ist auch gut so. Das wäre ja noch also das wäre ja noch was, wenn ein Arda Güler verkauft wird. Also absoluter Blödsinn. Und auf jeden Fall geil. Ja, aber es ist ja trotzdem, sage ich mal, ein Ritterschlag, vielleicht, dass schon die Araber ihn jetzt schon haben wollen. Allerdings 80 Millionen finde ich denn auch ein bisschen zu wenig, würde ich mal also unter den Marktwert, ein Angebot zu machen, ist schon eigentlich frech. Also 140 Millionen, 150 Millionen hätten sie schon mal bieten können, ne? Ich meine, wäre dann auch unverkäuflich. Das ist mir so im Nachhinein eingefallen. 80 Millionen nur. Wie war der Marktwert von Arda Güler? 90? Wieso bietet ihr und dann meint ihr das ernst? War das jetzt, wirklich ernst gemeint? 80 Millionen für Arda Güler? Schon wieder, das ist auch so 'n Punkt. Warum wird für Arda Güler ein 10 Millionen weniger geboten als der Marktwert? Also, irgendwie habe ich das Gefühl, es läuft ziemlich komisch. Warum? Weshalb? Wieso? Warum? Es darf weil es Ada ist oder ihr müsst mir das erklären, das verstehe ich nicht. Aber egal, scheiß drauf. Er wird oder er ist unverkäuflich, das finde ich gut. Das ist ein Witz, eine Lachnummer, vielleicht ein Ritterschlag in Anführungsstrich, aber was für ein Ritterschlag, wenn er unter den Marktwert Angebot kriegt. Aber dass die Araber ihn schon haben wollen, da wollten sie wohl das wohl versuchen wie mit, wie hieß er noch mal von Bayern? Ah, der war aber schon 4, 5 Jahre, ne, 6 Jahre älter. Ach egal. Komme ich jetzt nicht drauf, der bei, Ronaldo mitspielt. Ist der Name komplett weg gerade. Mein Gott, Alter, Leute. Warte, wie heißt er denn? Coman. Coman, ja. Aber Coman ist 28, glaube ich, und Arda Güler ist eindeutig jünger. Aber das wird nichts die nächsten Jahre, hoffe ich. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass, Mourinho auf ihn baut und Arda Güler ist unverkäuflich. So schaut es aus. Und dann hoffe ich, dass wir oder dass Mourinho dass das jetzt bald ich denke mal, nach dem letzten Spieltag bekannt gegeben wird. Vielleicht kommt auch was ganz anderes, aber wie gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, weil wenn, Fabrizio Romano das postet, ist es zu 99%, ja, fix, fest, whatever und dementsprechend kann man das so stehen lassen. Endrick ist zurück. Ja, mit Perez hatten wir schon gestern und so weiter und, Tchouaméni und Valverde. Das Ding ist, was Mourinho noch gesagt hat, das kann ich auch noch erwähnen. Mourinho, war der Meinung, wenn er zurückkommt, dann findet er das schade,
Aber er nimmt das natürlich so hin, wenn Valverde nicht mehr bei Real spielt und, sage ich mal, entlassen wird oder verkauft wird, besser gesagt. Ich glaube, das schaut nicht so gut aus für Valverde. Da muss schon was hinten also, der muss ja ziemlich dumm gewesen sein, der Junge. Also, ja, ich werde das weiter auf dem Laufenden halten. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, zu Mourinho. Ich bin der Meinung, er könnte, das ist so für mein Gefühl, er startet stark und könnte dann sehr schnell nachlassen. Fragezeichen, müsst ihr mal. Und Arda Güler, Angebot aus Arabien, natürlich unverkäuflich. Ihr könnt ja mal was dazu schreiben in die Kommentare. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht es jetzt. Nicht vergessen, ne? Und ja, zur WM werden wir hier ein bisschen über Fußballspiel, bei der WM natürlich auch, werde ich ein bisschen hier was zeigen oder meine Meinung zu den Spielen sagen. Natürlich von der Türkei, wegen meinen Freunden aus der Türkei, das ist ganz klar. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Hala Madrid und schön den Daumen nach oben machen. Gebt diesem Video ein Like und schreibt Kommentare, was haltet ihr von diesen ganzen Sachen mit Mourinho, The Special One ist zurück und Arda Güler. Bis zum nächsten Mal.